useless. Moin moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge werden wir einen kleinen Exkurs machen und uns auch ein anderes Spiel anschauen, aber trotzdem noch darauf eingehen, was auch Rise of Kingdoms betrifft. Das heutige Spiel, was ich mir anschauen möchte, ist Infinity Kingdom. Hierbei möchte ich den besonderen Augenmerk darauf legen, wie kann App Gallery, also der Huawei App Store, euch einen großen Vorteil verschaffen. Das wollen wir uns anschauen. Erstmal wollen wir uns anschauen, was für ein Spiel befinden wir uns. Also, wir sind am relativ neuartigen MMO, auch für Mobile Games im Grunde ausgelegt. Wie wir sehen, ist die Optik ähnlich wie bei Spielen, die uns bekannt sind, aber doch etwas anders werden wir gleich feststellen. Also, grundsätzlich erstmal zum Huawei. Der Huawei Store, die App Gallery, ist ein eigener Store, in dem ihr auch Spiele ordern könnt. Und nein, ihr müsst nicht nur Huawei-Geräte besitzen, um diesen zu erhalten. Ihr könnt auch jeglichen Android-Geräten diesen Store installieren, den Link habt ihr in meiner Description und euch dort Apps holen. Aber warum kann der Huawei Store euch Vorteile in Spielen wie diesen bringen? Grundsätzlich erstmal zum Spiel. Also, wir sehen ja hier schon mal, dass wir eine ganz normale Stadt haben, wie wir es kennen. Ist ganz schick aufgebaut im 3D-Modus. Wir können schön ein bisschen scrollen, haben verschiedene Ebenen. Nicht uninteressant. Also, die Optik in dem Spiel ist schon gar nicht schlecht. Ist einfach eine gute Alternative. Bietet auch sehr, sehr viel verschiedenen Content, den man euch anbieten kann. Ihr habt von Kommandanten, die ihr besitzen könnt, die ihr auch leveln könnt individuell. Was hier ganz schön ist, ihr seid nicht auf die Skills des Kommandanten angewiesen. Das heißt, jeder Kommandant hat nur ein Skill. Selbst die High-Level-Kommandanten haben alle nur ein Skill. Und die anderen, die vergebt ihr individuell. Das heißt, diese Skills hier, die könnt ihr forschen und individuell vergeben. Commander machen den Unterschied, aber auch die Skills, die ihr forscht, formen später eure Taktik. Gut, was für Content haben wir noch? Also, grundsätzlich, was hier ein bisschen anders ist zu anderen Spielen, wir hantieren hier mit Drachen. Das heißt, ein Marsch hat 5 Teile. Hierbei sind es 4 Kommandanten und ein Drache, der uns immer assistiert. Der greift nicht direkt an oder ähnliches. Der hat hauptsächlich eine Fähigkeit, die er zwischendurch einsetzt. In diesem Fall ist eine Heilung. Grafisch ist das Spiel generell auch relativ ansprechend. Systematik ist relativ ähnlich zu schon uns bekannten Spielen aus anderen Videos. Daher nicht gerade interessant, um einfach mal was Neues zu probieren. Sehr, sehr junges Spiel, ist 0.2 aus der Beta rausgegangen. Also nicht schlecht, kann man mal probieren, auf jeden Fall, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Was ist jetzt ein Unterschied, einfach nur vom rein spieltechnischen Vergleich zu Spielen, die wir kennen? Ihr könnt forschen, wie auch trainieren, während ihr könnt forschen oder auch trainieren, während ihr das Gebäude ausbaut. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied zu unserem Spiel, was wir sonst so kennen. Nun zurück zum Huawei Store. Also, wie könnt ihr Vorteile mit dem Huawei Store erlangen? In Infinity Kingdom. Aber auch in anderen Spielen, die uns ja schon bekannt sind. Was ist der große Vorteil von diesem Store? Ich werde es euch einmal zeigen. Also, ihr seht, hier steht alles in Dollar. Ich habe mir die App Gallery runtergeladen und das Spiel darüber gespielt. Dadurch habe ich natürlich einen anderen Store und kann anders Dinge kaufen. Ich werde euch jetzt den Vorteil zeigen, wie ihr eine Menge Geld sparen könnt, wenn ihr solche Spiele spielt. Und hier haben wir es auch schon. Hier ist das Wichtigste überhaupt. Wie wir sehen, kostet das Paket nicht 99 Cent, sondern nur 90. Und das ist bei allen Paketen so. Das sind nämlich, also ihr zahlt bis zu 25% weniger auf jedes Paket. Aber ihr erhaltet das gleiche. Wie kann das sein? Also, Spiele haben Exklusivverträge mit der App Gallery und daher bieten die euch einfach andere Kurse an für die gleichen Items. Das bedeutet, seid ihr Spieler, der relativ früh in ein Spiel einsteigt, dann solltet ihr euch definitiv überlegen, sollte ich nicht vielleicht die App Gallery wählen? Gerade wenn ich überlege, okay, möchte ich nicht nochmal irgendwann 100 Euro in so ein Spiel investieren? Dann kann es von Vorteil sein, einfach mal so bis zu 25% bei jedem Kauf zu sparen. Das solltet ihr im Hinterkopf haben. Des Weiteren gibt es auch mega viele Angebote, die von solchen Plattformen einfach angeworben werden. Ich gebe euch mal ein Beispiel für dieses Spiel aktuell, Infinity Kingdom. Hier haben wir das aktuelle Angebot, was vom App Gallery für euch angeboten wird. Der obere Part ist einfach für die Mehrheit von uns nicht so wirklich interessant, wenn ich ehrlich bin, für mich auch nicht. So viel Geld stecke ich nicht in Spiele. Für VIP-Spieler bekommt ihr 15% zurück. Das steht hier auch relativ schick beschrieben. Ihr bekommt Huawei Points zurück. Das heißt, wenn ihr mehr als 1.000 Euro im Monat ausgebt, ich weiß, das ist jetzt nicht wirklich unser Thema, aber wenn ihr das tut, bekommt ihr 15% in Guthaben zurück. Und nein, dieses Guthaben müsst ihr rein theoretisch gar nicht in dieses Spiel stecken. Ihr bekommt als Huawei Guthaben und könntet es auch in andere Spiele stecken. Aber ihr habt einen guten Cashback und habt Pakete sowieso günstiger. Also, Huawei bietet euch relativ viel in diesem Sinne. Nun etwas spezifischer weiter hier auf Infinity Kingdom. So, wir bekommen, wenn man das Spiel downloadet, direkt ein paar Items, die ganz okay sind.
Also diese 3 Steine, die wir dort sehen, damit kann man Kommandanten beschwören. Juwelen sind wie bei uns Edelsteine. Verzauberungssteine sind zum Upgraden von Equipment. Und ein paar Booster kennen wir alles. Ist komplett okay, kann man mitnehmen, gerade weil es nichts kostet. Auch noch ein kleines Gadget hier ist im Grunde genommen das erste Paket, kennen wir aus anderen Spielen auch. 99 Cent schalten wir Kommandanten frei. Bekommt ihr noch einen extra Coupon und könnt noch mal ein bisschen mehr abgreifen. Das heißt, mit dem Store bekommt ihr auch mega viele Redeem Codes. Das heißt, ihr bekommt Codes, mit denen ihr extra Items im Spiel bekommt. Grundsätzlich nochmal 1, 2 Fakten zum Spiel hier. Das Spiel entscheidet sich grundsätzlich erstmal von dem, was wir kennen. Der größte Unterschied ist im Grunde, dass tote Truppen hier nicht ganz so schlimm sind. Das heißt, selbst wenn ich hier Barbaren angreife, es gibt verschiedene Barbarenarten in Bezug auf Equipment, selbst wenn ich hier sage, okay, ey, ich will mal was besiegen, dann habe ich tote Einheiten. Also selbst gegen Barbaren und ähnliches. Das heißt, der Spielansatz hier ist grundsätzlich verschieden. Das bietet den Vorteil, dass du natürlich viel und viel mehr Kämpfe hast, weil du sagst, selbst wenn ich Barbaren besiege, habe ich tote Truppen, dann kann ich auch so ein bisschen kämpfen. Und die Anzahl der toten Truppen ist auch mal relativ, sage ich mal. Man kann das relativ gut verkraften. Das Spiel ist etwas statischer als andere Spiele, die wir bisher kennen, aber hat sehr viel Potenzial, da es einfach mal anders aufgebaut ist. Es bietet auch gerade Free-to-Play-Spielern viele Möglichkeiten. Diese beiden Kommandanten hier, die beispielsweise bekommt man einfach am Anfang durch die 7-Tage-Events, die man in dem Spiel so hat, sobald man angefangen, sobald der Server aufgemacht hat. Und da bekommt ihr relativ viel mitgegeben, sage ich jetzt mal. Wie wir sehen, gibt es hier relativ viele Teilstücke von diesem Kommandanten, mit dem ihr die aufwerten könnt. Das sind wie Goldköpfe in Spielen, die wir kennen. Das kann man hier damit vergleichen. Und ihr bekommt eine ganze Menge, einfach nur dafür, dass ihr täglich euren Stuff macht und normal Progress macht. Nun noch eine letzte Sache, die ihr mit dem App Gallery Store gewinnen könnt. Also, gerade in Spielen wie Infinity Kingdom, was ich euch heute gezeigt habe, grundsätzlich. Ich werde zukünftig noch das ein oder andere Video machen, wo ich so ein paar Funktionen erkläre und euch zeige, worauf muss man achten, wenn man so ein Spiel spielt. Aber der Benefit, den wir auch noch durch die App Gallery ergattern können, ist einfach, dass wir spezielle Redeem Codes haben, die uns nur als Huawei-User zustehen. Beispielsweise, wenn wir uns jetzt hier in dem Spiel einloggen, das wird relativ viel gemacht, gibt es relativ viele Gutscheine. Das heißt Gutscheinpakete. Und wenn ich jetzt hier im Grunde einen Gutscheincode Huawei eingeben würde, würde das nur funktionieren, wenn ich das Spiel über die App Gallery habe. Also Leute, wenn ihr sagt, ey, ich suche noch mal ein gutes Spiel, gegen die Langeweile, mal zwischendurch ein bisschen spielen, gucken, was so abgeht. Schaut euch gerne Infinity Kingdom an. Und wenn ihr sagt, ey, ich möchte da mal günstig noch bei rumkommen und extra Benefits abgrasen, App Gallery ist eine gute Option. Überlegt euch das gut. Sollte euch der Content hier, grundsätzlich das Spiel Infinity Kingdom, interessieren, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video angesprochen. Sollt ihr mehr Infos zur App Gallery oder Infinity Kingdom brauchen, schaut gerne unten in die Description. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.